Und da darf ich heute als unseren Gesprächspartner begrüßen Martin von Mackensen. Er ist Mitglied in der Betriebsgemeinschaft Dottenfelder Hof Bad Vilbel, ein großer biologisch-dynamischer Hof in der Nähe von Frankfurt und Experte in der biodynamischen Landwirtschaft. Ich muss gestehen, Martin, hallo, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Hallo! Ich muss gestehen, ich habe ja vor der Medizin auch Geschichte studiert und Germanistik und habe mich da sehr mit den Bauernkriegen, mit dem Dreißigjährigen Krieg, überhaupt mit Kriegen beschäftigt, weil die Geschichte ist ja eine Serie auch immer von Kriegen. Und wenn man sich dann fragt, wer leidet am meisten, dann muss ich sagen, es sind wirklich die Landwirte. Deren Länder werden geplündert, sie werden verbrannt, die Höfe werden vernichtet. Es ist so unsägliches Leid, was der Landbevölkerung geschehen ist durch die Kriege. Dann kommen die Soldaten und nisten sich ein und schlachten das Vieh. Also was man da liest und hört, bis heute ist eigentlich so, dass man sagt, das erträgt man im Grunde nicht, wenn man das so liest oder eben erfährt. Und trotzdem geschieht es. Und ich bewundere einfach unsäglich die Menschen, die immer wieder neu mit ganz großer Liebe sich der Erde zuwenden und eben ganz bewusst den Entscheid fällen, ich werde Landwirt. Und vielleicht kannst du ganz kurz zu Anfang sagen, was dich bewogen hat, diesen Beruf zu ergreifen, weil du bist ja auch kein Bauernkind. Du hast es. Nein. Ich bin wirklich nicht aus der Landwirtschaft und ich habe das erste Mal in meiner Kindheit das, was man jetzt in dieser Jahreszeit überall riechen kann, nämlich das frische Heu. Wenn das Gras geschnitten wird und 2, 3 Tage draußen liegt und Heu wird, dann gibt es einen ganz besonderen Geruch. Und der hat mich schon mit 5, 6 Jahren elektrisiert. Und ich wusste, das ist eigentlich mein Beruf. Und dann habe ich alles möglich andere probiert und gemacht und getan. Und dann bin ich Maschinenschlosser geworden und Werkzeugmacher. Und das hat mir für heute, hat mir das sehr geholfen als Landwirt, weil ich keine Angst habe vor kaputten Maschinen. Aber es war doch irgendwie klar, ich würde in diesem Beruf arbeiten. Und als ich dann einmal in meinem Leben eine ganz andere Situation hatte, dass ich mit der Kunst zu tun hatte, dann war es der Joseph Beuys, bei dem ich studieren wollte, der mir 4 Monate vor seinem Tod sagte, du hattest doch etwas mit Landwirtschaft, das ist viel wichtiger. Und ich bin dieser Bemerkung sehr dankbar gegenüber, weil sie mich wirklich in dem entscheidenden Moment wieder zurückgebracht hat zu etwas, was eigentlich in meiner Biografie immer schon anwesend war, die Landwirtschaft. Aber ich will anschließen an dieses Bild, mit dem du begonnen hast. Was ist eigentlich das Friedvolle in der Landwirtschaft? Und es hängt zusammen damit, dass wir etwas pflegen aus der Vergangenheit heraus, was eigentlich nur durch den Menschen so möglich geworden ist, der fruchtbare Boden, der Hoforganismus. Und wir können das nur tun, indem wir Erde haben. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel Saatgut. Das ist ja mehr, als dass wir nur heute und morgen Landwirtschaft machen. Und wenn man zurückguckt in die Vergangenheit und sieht, in welcher Weise Kriegsführung über das Land, über die Landwirtschaft gekommen ist, über den Gartenbau, über den Obstbau, dann war es auch immer der Verlust der langen, jahrhundertelangen Arbeit, die im Saatgut, in der Züchtung, in der Kulturpflanze und im Haustier steckt. Also das Anstecken, das Abbrennen der Gebäude diente nicht nur dazu, dass man die Gebäude kaputt gemacht hat, sondern dass man den Landwirten die Möglichkeit genommen hat, wieder neu anzufangen, ihr Saatgut kaputt gemacht hat. Das ist, glaube ich, das muss man ganz gut sehen. In der Landwirtschaft geht es immer darum, auch das Zukunftspotenzial zu erhalten. Man muss immer etwas zur Seite tun. Man darf nie alles verbrauchen, um eben genügend für die Zukunft zu haben. Das finde ich unglaublich schön, sich das klar zu machen, dass praktisch
parallel zur Gegenwartsbewältigung, dass man genügend zu essen hat, dass man genügend zu verkaufen hat, man immer auch daran denken muss, was kommt nach uns? Haben wir genug für das Morgen? Ja. Darf ich da noch eine kleine Episode dazustellen, die vielleicht gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig ist? Wenn wir an Deutschland denken und an Russland denken, dann haben wir im Zweiten Weltkrieg diese furchtbare Situation, dass die Deutschen das damalige Petersburg belagert haben und aushungern wollten. Und da gab es vielleicht die beste Genbank, die Pflanzensammlung, die noch von Wawilov begründet worden war. Und so saßen dort also studierte Männer auf dem Saatgut. Und die Stadt war seit Wochen und Monaten umlagert und es war überhaupt kein Essen da. Und jetzt haben diese Menschen es fertiggebracht, dieses Saatgut nicht zu verzehren, sondern zu wissen, wir haben hier einen Kulturschatz und den müssen wir erhalten und den werden wir jetzt nicht aufessen. Wir verhungern lieber. Und 40, 50 Jahre später kommen die Biobauern von der Schwäbischen Alb nach der Wende in dieses Institut und sagen, ja, ihr habt doch Anfang des Jahrhunderts unsere Alblinsen gesammelt. Wir haben sie nicht mehr. Und sie waren wirklich noch in Petersburg vorhanden. Und man hat von dort aus wieder angefangen, auf der Schwäbischen Alb die eigentlich dort angestammte autochthone Linsenart anzubauen. Die haben wir diesem Akt zu verdanken. Ich möchte diese Geschichte vielleicht an den Anfang stellen, weil es eine deutsch-russische Geschichte ist, die eigentlich von der Friedensfähigkeit und der Landwirtschaft erzählt. Danke. Martin, ich danke dir wirklich sehr. Diese Geschichte wusste ich nicht. Und weil ich im Sommer in Petersburg bei einer Medizinerausbildung sein werde, werde ich diese Geschichte dort weitererzählen. Ganz herzlichen Dank. Aber vielleicht kannst du uns jetzt sagen, warum findest du die biodynamische Landwirtschaft so wichtig? Die ist ja noch viel aufwendiger als die ohnehin schon sehr arbeitsintensive konventionelle Landwirtschaft. Was hat dich dazu gebracht, dich dieser biologisch-dynamischen Anbaumethode zu verschreiben und sogar eine Ausbildung dafür zu begründen auf deinem Hof und sehr viel Energie reinzustecken, auch junge Landwirte zu motivieren, wirklich mehr zu tun, als eben nur einen guten Anbau zu betreiben? Es ist so, wenn man das Leben anschaut und sich einem eindrücklich deutlich macht, dass das Leben der Pflanzen und des Bodens und der Tiere, dass das nicht etwas ist, was von Natur aus da ist und was man noch so ökologisch natürlich machen kann, sondern man merkt immer mehr, je mehr man das tut, das ist ein Akt des Menschen. Das ist wirklich eine Kunstschöpfung. Und sie ist sehr jung. Die Landwirtschaft ist eine ganz junge Tatsache in der Welt. Sie ist gerade mal 8.000 oder 10.000 Jahre alt. Sie ist eine fragile, eine gefährdete, eine nicht einfache, eine sehr sensible Angelegenheit. Und dazu braucht man eine Erkenntnis. Was ist denn eigentlich der Boden? Was ist denn eigentlich die Pflanze? Was ist eigentlich das Haustier? Und was bin ich? Und wenn man das eine Weile bewegt, dann merkt man, primär sind wir eigentlich geistige Wesen und primär sind die Tiere von einem Impuls durchzogen. Sie sind Verwirklicher einer Identität, einer Art und Weise des Seins, welche eben nicht zu erklären ist nur mit Genetik und Umwelt und Molekülen und Chromosomen, sondern in den Tieren lebt auch etwas, was erzählt von dieser Beziehung des Menschen zu ihnen in unseren Haustieren. Und bei den Kulturpflanzen ist das ganz evident. Die Kulturpflanzen sind Neuschöpfungen durch und mit dem Menschen. Und da merkt man sofort,
da kommt man eigentlich mit der rein natürlichen Anschauungsweise und mit dem rein organischen Prinzip nicht weit genug. Wir werden es nicht schaffen, resiliente, dauerhaft fruchtbare Standorte zu erzeugen, zu erhalten, weiterzuentwickeln, wenn wir nicht diese Prinzipien, die sich aus dem ableiten, was ich eben angedeutet habe, wirklich gestalten. Da würde ich gerne noch mal nachfragen. Schon Alexander von Humboldt hat ja auf seinen Forschungsreisen festgestellt, wie eigentlich in der Lebenswelt wirklich alles mit allem zusammenhängt. Warum ist es so schwierig, sich dieser Tatsache bewusst zu werden? Denn Zusammenhänge laufen ja gerade nicht so von A nach B, sondern bestehen aus ganz komplexen Wechselwirkungen. Und du deutest es jetzt an, auch die Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur, zwischen den Naturreichen unter sich. Ich bin ja Kinderärztin, ich bin immer wieder so erstaunt, dass wir Menschen einen Stoffwechselapparat haben, der die gesamte Natur verdauen kann. Ja, bis auf wenige Giftpflanzen können wir uns ja einfach aus den Naturreichen ernähren. Wir sind an alles angepasst. Und woran liegt es, dass man eigentlich trotz dieses Wissens, es gibt ja heute auch die neue Biologie, die anfängt, sich dieser Kontextualität wieder neu bewusst zu werden. Warum tun sich gerade die Bauern so schwer, von diesem konventionellen, eben nur auf Effekt und Effizienz und Gewinnmaximierung hinorientierten Anbau, der eben von A nach B geht und eben nicht den ganzen Kontext genügend berücksichtigt? Warum fällt es so schwer, davon wegzukommen? Ich glaube, der zentrale Punkt, der liegt in unserem Denken, in unserem Fühlen und unser Handeln, was dann davon geprägt ist. Und dieser Punkt, das ist dasjenige, dass wir gerne die Welt in Klötzchen, in Bauteile, in Elemente, die wir hin und her schieben können, anschauen. Und damit wird man dem Leben nicht gerecht. Wir müssen weiterschreiten, wir müssen darüber hinausgehen. Wir kommen nicht wirklich weiter. Wir werden auch eine Ernährung langfristig von dieser Erde nicht haben können, wenn wir bei dem Klötzchenbewusstsein bleiben. Wir müssen anfangen und verstärkt und immer intensiver verstehen, was passiert eigentlich, wenn eine Pflanze wächst, wenn ein Tier frisst, wenn ein Tier verdaut, wenn ein Tier empfindet, wenn ein Mensch sich ernährt. Und wenn wir das versuchen, dann kommen wir zu diesem entscheidenden Punkt, dass wir sagen können, dass das Wichtige im 19. Jahrhundert haben wir ja durch die Revolution, kann man sagen, in der Landwirtschaft, dass der Materialismus sozusagen in der Chemie erkannt hat, aha, es gibt da Stoffe und die habe ich in den Lebensmitteln und diese Lebensmittel nehme ich von dem Acker, also muss ich die da wieder hinbringen, die Stoffe. Und das war ja der Ausgangspunkt von Justus von Liebig und das führte zu dem entscheidenden Begriff Raubbau. Dieser Begriff ist sehr wichtig. Man könnte heute auch sagen, der ist der Widerspiegel von der Begriffsbildung des Entzuges. Und Rudolf Steiner tut 1924 in dieser brutalen, starken, kraftvollen Erweiterung dieser Art von Betrachtung sagen, ja, es gibt einen Raubbau, aber der ist gar nicht so entscheidend. Viel entscheidender ist der Raubbau der Kräfte. Sie müssen auf das Leben schauen lernen und die Kraftverhältnisse, die Kräfteverhältnisse, das, was eigentlich das Leben voranbringt, das, was das Leben harmonisiert, das, was das Leben in neue Wendungen bringt, das müssen Sie studieren und davon müssen Sie eine Ahnung haben und dann wird der Raubbau der Stoffe nicht bedeutsam sein. Und heute verstehen wir das viel besser. Wir wissen, dass die Pflanze in Bezug auf den Raubbau der Stoffe, dass sie eine aktive Nährstoffmobilisierung aus dem Gestein, aus dem Untergrund
zu vollziehen in der Lage ist. Und wir wissen sehr genau, dass der Raubbau der Lebenskräfte, die die Pflanze wachsen lässt und die eine harmonische und gesunde und förderliche Qualität und damit Nahrungsqualität erzeugt, dass die das eigentliche Problem ist. Wir können das sehr gut heute nachvollziehen, was Steiner uns sozusagen vor 100 Jahren ins Buch geschrieben hat. Wir müssen uns kümmern um Pflanzen, die zukünftig das mineralisch Feste des Untergrundes, der Geologie verwandeln, helfen in den fruchtbaren Erdboden und als zweite Stufe in die fruchtbare Pflanze, die dann eben eine gesunde Nahrungsqualität hat und ein richtiges Maß an Quantität und Qualität. Und die entscheidenden Werkzeuge bei dieser Tätigkeit, die sind jetzt eben nicht Moleküle oder Magnesium oder Phosphor oder Kalium oder Stickstoff, sondern die entscheidenden Werkzeuge dabei sind Rhythmen. Wir müssen lernen, mehr und mehr besser verstehen lernen, was bedeutet eigentlich eine Fruchtfolge. Es ist ein Mysterium, es ist ein wirkliches Geheimnis, was eine gesunde Fruchtfolge an einem Standort bedeutet, in einem bestimmten Hof. Und ich kann vielleicht so viel jetzt hier in aller Kürze sagen, eine Fruchtfolge ist niemals statisch. Kann man nicht sagen, auf diesem Standort ist sie 50 Jahre oder 100 Jahre die optimale Fruchtfolge, sondern man wird bei jedem guten biodynamischen Betrieb feststellen, der entwickelt sich ja. Und der entwickelt sich und die Fruchtfolge ist plötzlich nach 10, 15 Jahren nicht mehr die optimale. Man muss sie wieder ändern. Und dann entwickelt er sich vielleicht wirklich in die Richtung, in die man es haben möchte, in eine Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit. Das heißt, man kann jetzt vielleicht eine andere Sorte, vielleicht sogar eine andere Art, man kann vielleicht sogar die ganze Art der Folge von Getreide, von Hackfrüchten, von Futterbau verändern. Und damit ist man am Herzstück des Pflanzenbaus in einem biodynamischen Betrieb. Und dann kann sich herausstellen, dass man mehr oder weniger Tiere braucht. Dann kann sich herausstellen, dass der Wald, die Hecken, die Umgebung mehr oder weniger in Beziehung stehen und gebracht werden müssen und beeinflusst werden müssen. Wir sehen also eigentlich auf die Landwirtschaft und sehen, es handelt sich darum, Lebenskräfte, Möglichkeiten, das Leben zu verdauern, das Leben zu verstärken, das Leben sesshafter zu machen, das Leben haltbarer zu machen. Darum geht es eigentlich in der Landwirtschaft. Als allerletztes geht es darum, Nährstoffe zu transportieren. Das ist dann auch passiert auch, aber damit kann man es eben eigentlich nicht verstehen. Und das ist heute für unser Bewusstsein schwer. Wir sind da nicht so richtig gut drauf gerüstet aus unserer ganzen Weltauffassung, aus unserer ganzen Erziehung, aus unseren Bildern aus der Schule. Wir schauen eigentlich das Leben immer noch viel zu mechanisch, viel zu chemisch an und verstehen eigentlich oft nicht, welches Wunder sich da vor unseren Augen durch Rhythmus vollzieht und wie wir das verstärken, haltbarer, fester, harmonischer machen können. Das ist eigentlich die zentrale Frage. Ich glaube, das ist das Schwierigste an der ganzen biodynamischen Landwirtschaft, das zu verstehen. Aber ihr habt ja doch auch in den letzten Jahrzehnten viel geforscht und versucht auch unter Beweis zu stellen, wie solche Rhythmen, Kräftezusammenhänge, auch diese wunderbaren homöopathischen Präparate, die ihr in den Boden gebt, um sozusagen die Pflanzenwurzeln zu aktivieren, dass sie dieses Bodenmikrobiom noch besser nützen können. Da habt ihr doch sehr viel auch erforscht. Kannst du da ein paar Beispiele nennen, falls sich da jemand interessiert? Wo siehst du im Moment die Zentren eurer Forschung? Also das entscheidendste Zaubermittel der Landwirtschaft immer grundsätzlich ist die Frage der Düngung. Und die Düngung ist eben mehr als das Hinschaffen von Stoffen. Und sobald man verstanden hat, dass mit der Düngung eigentlich die Information, man könnte sagen, die Anregung für Fruchtbarkeit, für harmonisches Wachstum vermittelt werden soll, in dem Moment
versteht man den Forschungsansatz, den wir jetzt doch an vielen Betrieben und in vielen Forschungsprojekten über lange Sicht, in der Landwirtschaft sind die Zyklen sehr lang, da muss man über viele Jahre Forschung machen, um wirklich Dinge festzustellen. Wenn man das verstanden hat, dann merkt man, aha, mit der Düngung ist etwas zu erreichen. Mit der Düngung geht es genau um diese Frage. Und da ist ein zentraler Punkt: Wie kann das, was der Wiederkäuer ausscheidet, wie kann das dauerhaft, haltbar, fester, noch besser zu dem jeweiligen Betrieb passend festgehalten werden? Ich will es nochmal mit anderen Worten sagen: Der Wiederkäuer, die Kuh, das Rind, die Ziege, das Schaf, bei uns jetzt nicht so sehr das Kamel, aber diese Tiere, die sind in der Lage, durch ihre Art, wie sie innerhalb der Landwirtschaft einfach sind, einfach verdauen, etwas von ihrem Wesen, von ihrem Empfinden, von ihrem Auseinandersetzen eben mit diesen Kräften, die jetzt im Wachstum des Futters stecken, das so zu verwandeln, das so sich anzueignen und gleichzeitig wiederum loszulassen, dass sie den Dünger zu dem machen, was er eigentlich ist. Der Rinderdünger, der Wiederkäuerdünger, das ist das große Geheimnis. Und wie kann man das nun verbessern oder wie kann man es haltbarer machen oder wie kann man es stärker individualisieren? Und da sind im Moment viele Forschungen zugange, wie man eigentlich mit dem Füttern guten Mist hat, mit dem guten Mist gute Rotteprozesse und wie man zu den Rotteprozessen jetzt zum Beispiel von den Pflanzen noch mehr Stängel, noch mehr kohlenstoffhaltige Düngemittel dazu tun muss, sodass man nach und nach einen noch besseren Dauerhumus, eine stärkeren Humusbildung in den Böden hat. Und da merken wir zum Beispiel im Moment gerade, dass unsere biodynamischen Maßnahmen und Möglichkeiten dazu geeignet sind, eben zum Beispiel Stängel und Holz zu verarbeiten auf diesem Weg und dadurch das, was die Pflanze mit dem Kohlenstoff aus der Luft, mit dem CO2 aus der Luft macht, zu halten und zu überführen in Bodenfruchtbarkeit, in Humus. Und so können wir immer mehr und mehr sagen, und da sind wir intensiv dran, durch unsere Forschung, wir können der Gesellschaft in Zukunft anbieten, ja, wir sind in der Lage, einen Teil dieses Problems, was wir seit Alexander von Humboldt geschaffen haben, dass wir eben einen viel zu hohen CO2-Gehalt haben in der Luft, davon können wir etwas hereinholen auf den guten landwirtschaftlichen Standorten, in Stängelbildung der Pflanze verwandeln und diese Stängelbildung jetzt nicht wieder sofort verdauen lassen und nicht sofort verheizen oder über Jahrmillionen in die Erde nach unten als Erdöl oder Kohle abzuspeichern, sondern in Humus zu verwandeln und eben insbesondere in Dauerhumus, der uns die Böden besser macht und CO2 aus der Luft holt. Und dazu müssen wir selektieren, bestimmte Pflanzen. Dazu ist vieles erforderlich, was wir jetzt noch gar nicht so ganz genau kennen. Und deshalb brauchen wir da dringend eben intensive Forschung. Und wir merken schon, da ist viel zu holen in diesem Fall. Und wo sind diese Forschungsinstitute, die daran arbeiten? Das beste Forschungsinstitut für Landwirtschaft ist immer auf einem Hof. Weil alles andere ist immer sehr synthetisch, sehr schwierig. Und die beste Forschung ist natürlich, das müssen sehr, sehr wissenschaftlich vorgehen und die müssen über viele Jahre arbeiten, aber sie müssen sehr, sehr eng mit dem zusammenarbeiten, was auf den Höfen passiert, wie das genau auf den Höfen gemacht wird. Der Parzellenversuch ist es nicht, der uns die Probleme löst. Mein Kollege, der Dr. Karl Vollenweider, der ist von Haus aus ist er theoretischer Physiker und der versteht was von Versuchen. Und er hat neulich so wunderschön in einem Affront gesagt, der ist Schweizer: Nein,
Das geht gar nicht. Also Streifenversuche, Parzellenversuche, das bringt uns überhaupt nicht weiter. Wir brauchen Systemversuche. Wir müssen das ganze System als Ganzes untersuchen. Und dann stellen wir fest, was wirklich passiert. Also das ist immer das Entscheidende. Ein einzelner Parzellenversuch über 2 oder 5 oder 10 Jahre irgendwo auf irgendeinem Standort, der bringt uns auch natürlich möglicherweise ein paar Details, aber das Eigentliche passiert immer auf einem Hof. Das ist so, wie wenn man in der Medizin sagen würde, ja, die entscheidenden Daten werden irgendwo auf Petrischalen in irgendwelchen Laboren produziert. Nein, die entscheidenden Fortschritte in der Medizin passieren natürlich am Patienten. Und unser Patient ist der Hof. Und das ist die Möglichkeit, durch die wir Entwicklungen voranbringen können. Wir müssen innerhalb des landwirtschaftlichen Organismus, der jeder ist anders und jeder ist auf einer anderen Stufe und in einer anderen Entwicklung, da müssen wir zeigen, dass unsere Maßnahmen wirklich erfolgreich sind und wir wirklich auf die Dauer zu gesünderen Nahrungsmitteln, zu längerfristig sicheren Böden kommen. Wir müssen ja davon ausgehen, dass in Zukunft Erosion und durch starken Regen, dass lange Trockenheitsperioden, starke, lange, intensive Regenzeiten, das wird ja alles zunehmen. Das heißt, wir werden landwirtschaftliche Betriebe brauchen, die resilienter sind, als sie es heute sind. Und da spielen Hecken, da spielen mehrstöckige Anbauverfahren eine Rolle. Da muss ganz vieles sich ändern. Das heißt, wir haben also in den Betrieben auch ganz viel zu untersuchen, wie es besser geht, wie es krisensicherer wird. Wie kann man eigentlich wirklich jedes Jahr genügend Futter haben? Das ist gar nicht einfach für viele Betriebe im Moment. In diesen Trockenjahren oder in diesen Nässejahren, jetzt wächst überall ganz viel Futter, aber viele Betriebe können ihr Futter gar nicht ernten, weil gar keine Möglichkeit dazu da ist, überhaupt je auf den Acker oder auf die Wiese zu kommen, weil es ständig regnet. Also wir müssen wirklich ganz neue Verfahren entwickeln, wie man Landwirtschaft in Zukunft so machen kann, dass sie krisenfester wird. Und da ist natürlich dieser Organismus, der differenzierte Organismus, eine riesige, eigentlich die einzige Möglichkeit. Die Art, wie wir heute Landwirtschaft machen, die sehr industrialisiert ist. Das heißt, wir produzieren hier Fleisch und dort Milch und da nur Getreide und dort nur Obst. Das macht es unglaublich krisenanfällig und es macht es unglaublich bedürftig nach mineralischer Düngung und so weiter. Wie siehst du den Beitrag zum Welternährungsproblem? Es wird ja immer gesagt, ohne die Agrochemie und den Großanbau kann man das Welternährungsproblem nicht lösen. Wie siehst du das? Wir haben noch ein Ich paar habe Minuten. Wenn es schön wird, da was noch dazu sagen. Ja, unbedingt, unbedingt ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mein Freund, der Prinz Felix zu Löwenstein, hat ein Buch gemacht über dieses Problem und er hat das so getitelt, im Untertitel: Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht. Also es ist gar keine Frage, dass wir durch den konventionellen Landbau irgendwie mehr Sicherheit und mehr Nahrungsmittel erzeugen. Das ist schon eine Lüge. Man muss sich das ganz klar machen. Es ist ein kleiner Bereich auf unserem wunderschönen Planeten, wo man überhaupt dieses konventionelle System in dieser Weise machen kann. Schon in Südeuropa, schon in Nordeuropa entscheiden ganz andere Faktoren darüber, ob die Landwirtschaft fruchtbar und dauerhaft und gute Qualitäten erzeugt, als das, was wir durch mineralischen Dünger kompensieren können. Das heißt, wir haben also das, was die Ernährungsfrage ist in dieser Welt mit diesen 10 Milliarden, auf die wir zugehen, die ist gar nicht die Frage nach mineralischer Düngung, sondern es ist die Frage danach, wie können wir Landwirtschaft da machen, wo es im Moment fast gar nicht geht. Das heißt, wie können wir eben zum Beispiel Bäume und darunter Gemüse oder Getreide anbauen? Wie können wir Verfahren entwickeln, die mit der Natur sind und die das resilienter und sicherer und krisenfester machen? Und gleichzeitig können wir auch jedem, der das nicht glaubt und der sagt, naja, das ist ganz schönes Geschwätz, was ihr da erzählt, aber im Moment haben wir doch dieses Problem, dem müssen wir ganz klar sagen, würden wir unsere Nahrung besser verteilen und diese 35 bis 40% Abfall, die wir erzeugen, nicht haben, wäre das Problem gelöst.
Es ist überhaupt kein Erzeugungsproblem. Es ist ein Abfallproblem, es ist ein Verteilungsproblem. Wir haben gar kein Problem auf dieser Welt, die 10 Milliarden Menschen zu ernähren. Wir haben ein Verteilungsproblem und wir haben natürlich ein Essgewohnheitenproblem. Wie viel Fleisch muss es denn wirklich sein? Das muss man sich klar machen. Wie viel und so weiter und so weiter. Also das heißt, wir stehen eigentlich vor der Frage, die Landwirtschaft, eine fruchtbare Landwirtschaft in den Gebieten zu, ja, wie soll ich sagen, zu erfinden. Denken wir zum Beispiel an Indien, wo die Biodynamik im Moment eine unglaublich starke Ausdehnung erfährt, gerade bei den Kleinbauern, weil man endlich verstanden hat, wie kann man Boden wieder fruchtbar machen durch die Kompostierung, mit der biodynamischen Methode, die dort so erfolgreich ist. Wie kann man also an den Orten, wo die Landwirtschaft an sich gefährdet ist, wo es schwierig ist, Landwirtschaft zu machen, weil es lange regnet, weil es lange trocken ist, weil es heiß ist, weil es kalt ist und so weiter, wie kann man da mit diesen Methoden überhaupt Landwirtschaft ermöglichen und machen? Und nicht, wie kann man dadurch, dass man da intensiv mineralisch düngt und dann infolgedessen auch die ganzen Herbizide, Fungizide, Insektizide anwendet, für wenige Jahre große Erträge haben und dann eigentlich eine Verwüstung der Standorte erzeugt. Das ist eigentlich die Frage. Oder denken wir an die Tropen in Brasilien. Da ist nicht die Frage nach Mineraldünger, sondern da ist die Frage, wie kann man überhaupt in diesem Ökosystem die Nahrhaftigkeit, die Möglichkeit der Pflanzen auf Boden fruchtbar zu werden, wie kann man die da erhalten? Und da spielen auf einmal biodynamische Gesichtspunkte und Prinzipien eine Riesenrolle. Wir sehen, dass da sehr erfolgreich durch die biodynamischen Präparate Verbesserungen erzeugt werden. Das ist die eigentliche Frage. Und ich finde die sehr interessant, weil wir wollen auch zeigen, dass wir mit der Biodynamik weit über Mitteleuropa hinaus eben wirklich eine Methode haben, die uns eine Zukunft in Bezug auf die Nahrung in Frieden ermöglicht. Das heißt, dass alle Menschen ernährt werden können. Es darf keine Kriege um Nahrung geben. Martin, ich glaube, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Im Grunde bräuchte es eine Friedenslobby, die von der Landwirtschaft ausgeht und einfach dafür sorgt, dass auch größte Gegensätze wie Hitze und Kälte eben zum Gedeihen beitragen, wenn man sie sinnvoll zu nutzen weiß. Im Grunde ist ja Krieg und Streit immer eine Unfähigkeit, unterschiedliche Beiträge zum Menschsein, zur Entwicklung zu verstehen und irgendwie miteinander ins Gespräch zu bringen. Und ich habe den Eindruck, dass das Modell oder das System Landwirtschaft, was wirklich mit dem Verständnis vom Lebendigen, von diesem unglaublich schönen, komplexen System ausgeht, wie eine Art Vorbild sein kann für die mögliche auch soziale Friedensfähigkeit von uns Menschen. Also ich danke dir sehr für dieses Gespräch und wünsche auch weiterhin für eure Arbeit ganz viel Erfolg und alles Gute, gute Ernten. Herzlichen Dank. Auch zu den Zuschauern ganz herzlichen Dank und Ja, vergessen für Sie dieses die Gespräch Landwirtschaft nicht. und wünsche Danke.